Eine der ersten Fragen nach jedem KI-Vortrag, den ich in den letzten Monaten gehalten habe, war immer die Frage nach der Verantwortung und auch nach ethischen Aspekten der Technik. Wo sind die Grenzen und wie viel darf die KI entscheiden und sollte sie entscheiden? Eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann, weil das überhaupt nicht mein Fachgebiet ist, und deswegen freut mich das umso mehr, dass ich heute eine wirkliche Expertin für Technikfragen, technikethische Fragen da habe, nämlich mit der Susanna Alpsancha. Sie ist Professorin für angewandte Ethik hier an der Universität Paderborn und auch eine Kollegin von mir am Heinz-Nixdorf-Institut. Hallo. Ja, herzlich willkommen, Susanna, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass wir einmal über das Thema ethische Verantwortung im Kontext KI sprechen. Ich denke, eine Frage, die jeder momentan oft stellt, und man hört auch viel darüber, aber es gibt aber wenige, die sich wirklich intensiv mit dieser Frage schon beschäftigen. Und du bist eine der Expertinnen, die sich damit intensiv beschäftigt, wahrscheinlich mit vielen technischen Fragestellungen im Kontext der Ethik, aber eben jetzt zuletzt auch sehr intensiv mit dem Thema KI. Ja. Und was ist so vielleicht die typische Frage, die du immer hörst, wenn du mal über Ethik und KI sprichst, was die meisten Leute so interessiert? Ja, also Verantwortung und KI ist ein ganz heißes Thema geworden, natürlich durch die KI-Welle, in der wir uns befinden, und das ist sehr viel im Umbruch. Es ist eine sehr spannende Zeit, in der wir eigentlich leben. Also wenn man die KI-Entwicklung, Forschung so als Feld sich anschaut, seit den 50er Jahren passiert ja gerade wahnsinnig viel, wahnsinnig schnell und in so vielen Bereichen, dass irgendwie wir sind im Alltag, machen wir so Erfahrungen, alle haben KI in der Hosentasche und so weiter. Es ist noch ganz anders. Als ich angefangen habe zu studieren, war es überhaupt nicht so. Und ja, genau, also Verantwortung und KI ist ein großes Thema geworden. Und da gibt es eigentlich so 3 Dinge, die hauptsächlich so in der Fachwelt diskutiert werden. Das eine ist die große Frage, sind eigentlich so KI-Systeme oder irgendwie Systeme, die smart, intelligent, die Dinge können, wo wir sagen, die sind irgendwie autonom, indem sie sich verhalten, die haben so eine Agency. Dürfen wir die eigentlich auch als moralische Akteure betrachten? Und wenn ja, was heißt das und in welchem Sinne? Also tragen die selbst irgendwie Verantwortung für was sie tun? Da gibt es verschiedene Positionen, das betrifft ja auch häufig auch rechtliche Fragen, dann auch Haftungsüberlegungen, wie man das organisiert. Es gab auch vor kurzem den Vorschlag, so eine I-Persönlichkeit zu erstellen. Das geht dann so in die Richtung der Anerkennung im Rechtssystem. Die meisten Kolleginnen und Kollegen halten das aber eher für eine etwas schräge Vorstellung. Ja, wahrscheinlich, weil es noch irgendwer, der programmiert hat, dann wahrscheinlich die eigentliche Verantwortung tragen müsste. Ja, weil auch nicht richtig klar ist, was wären die praktischen Konsequenzen. Ja. Also wenn wir Personen verantwortlich halten für etwas, hat das ja Konsequenzen. Ja, also Verantwortung ist eine soziale Praxis, hat eine soziale Funktion. Wir organisieren darüber Schuldfragen, aber auch Lob, Tadel und wenn es auch sozusagen ein rechtlicher Fall ist, auch Strafe. Was könnte es heißen, ein KI-System zu bestrafen? Speicher löschen. Oder auch für Haftung verantwortlich zu machen. Also das müsste irgendwie kapitalisiert werden und so weiter. Also wenn man sowas ernsthaft machen würde, müsste man das ganze System ziemlich stark umbauen. Von daher ist das nicht so naheliegend. Also das ist so deine Frage, komplex. Sind sie vielleicht irgendwie mit Abstrichen verantwortlich für so Mikroentscheidungen oder so? Eine andere große Frage ist, gut, wenn wir nicht sagen können, KI-Systeme, wir bauen halt spezielle Gefängnisse für die oder was auch immer ein sinnvoller Umgang wäre, fällt doch niemandem so eine gute Lösung ein. Da muss ja irgendwer anders, zumindest für Haftung, in der Verantwortung stehen. Also irgendwie müssen wir es organisieren. Was ist da eigentlich ein guter Weg? Und das ist häufig nicht so einfach zu sagen. Was ist da eigentlich sinnvoll? Ne? Soll man irgendwie Hersteller, Vertreiber oder diejenigen, die das dann betreiben, einsetzen, die davon profitieren? Oder sind es auch Endnutzerinnen, Nutzer? Das ist auch sehr fallabhängig oder Anwendungsbereich spezifisch. Könnte man natürlich mit Zertifizierung vielleicht dann angehen, dass man sagt, okay, wenn eine KI-basierte Lösung im Markt oder irgendwie im Umlauf ist, muss nachweisbar sein, dass sie bestimmte Kriterien erfüllt hat und auch wer ist die Organisation oder die Institution oder die Person, die diese KI in den Umlauf gebracht hat. Ja, klar. Also da gibt es so verschiedene Überlegungen, wie man sowas sinnvoll machen kann. Wie gesagt, das ist von Anwendungsbereich zu Bereich auch sehr unterschiedlich.
Und mit so Zertifikaten zu arbeiten, ist ein wichtiger Vorschlag. Und dahinter steckt ein ganz wichtiger Punkt. Also häufig ist so diese ganzen ethischen, oder sagen wir mal der Ruf nach ethischer Begleitung, der ist ja auch sehr laut geworden im Zuge dieser KI-Welle. Und mittlerweile ist ziemlich bunt geworden, was Ethik auch heißen kann. Häufig ist es erstmal auch ein Fragezeichen. So, da ist irgendwas los, irgendwas vielleicht sensibel und wir wissen nicht so genau, weil wie wir es bisher gemacht haben, passt irgendwie nicht mehr so, weil sich was verändert durch den Einsatz von diesen Systemen. Wie gehen wir jetzt damit um? Und dann ist sozusagen eine ganz wichtige Voraussetzung für eigentlich alle Fragen, die dann ethisch in einem engeren Sinne relevant wären, ist die Zuverlässigkeit von diesen Systemen. Also wie kann man zum Beispiel überhaupt einschätzen, ob die richtig funktionieren oder nicht? Was heißt das eigentlich, ob ein KI-System, das sich immer der Umwelt anpasst, also das ist Teil der Leistung, die es mitbringt und auch lernt und sich irgendwie weiterentwickelt, was heißt das eigentlich, dass es gut funktioniert oder dass es defekt ist? Und wie kann das jemand, der vielleicht kein Profi ist, einschätzen? Das ist irgendwie schwieriger als bei einer Kaffeemaschine. Also man weiß gar nicht, soll man schon draufhauen oder macht es noch alles richtig? Kommt wahrscheinlich dann auch auf die Anwendungsgebiete an. Ich meine, jetzt gibt es den großen AI-Act, den haben wir ja auch schon mal diskutiert, der ja versucht, einen Rahmen zu spannen für Anwendungsfelder, wo man jetzt schon weiß, das sind ethisch bedenkliche Entscheidungen zum Teil dahinter sind. Also ich sage jetzt mal im Gesundheitssystem als ein Beispiel sind es ja Entscheidungen, die zum Teil über Leben und Tod entscheiden können, wo man dann sagt, das kann nicht letzte Instanz die KI dann sein. Das muss dann in dem Fall dann noch Ärztin oder Arzt dann mit übergucken. Während es zum Teil in dieser Regulierung ja so ist, in manchen Bereichen ist es da nicht so entscheidend, weil eben nicht direkt zumindest so eine fatale Folge der Entscheidung daran hängt. Auf der anderen Seite sind es ja auch ethische Fragestellungen. Wenn wir jetzt ins Berufsleben gehen, hängt vielleicht nicht Leben und Tod dran, aber vielleicht schon die Mehrzufriedenheit oder Unzufriedenheit an einem Arbeitsplatz oder eben eine Verträglichkeit mit dem Datenschutz und solche Thematiken, die weniger jetzt fatale Folgen kurzfristige hat, aber irgendwie im Summe ja auch schon hinterfragt werden müssten, wie weit darf so eine KI-Lösung eigentlich in so Entscheidungen reingehen. Ja, also da stimme ich zu. Also ich finde auch dieser Rahmen oder erstmal überhaupt diese Grundidee, wir versuchen das so ein bisschen zu organisieren nach der Höhe des Risikos, scheint ziemlich plausibel zu sein und erstmal einen guten Grundsatz zu bieten. Und dann hat man ja irgendwie an den Spitzen so die einfacheren Fälle. Ne? Es ist irgendwie klar im medizinischen Bereich, wie du sagst, das ist irgendwie hochsensibel, da geht es richtig um was. Dann kann man es auch gut begründen, dass man hier auch sozusagen vom Recht her irgendwie noch eine stärkere Orientierung braucht. Und dann bei diesen banalen Systemen, da auch in Bezug auf den AI-Act spricht man häufig vom Spam-Filter. Ja, da ist es auch relativ unstrittig, da geht es nicht um so viel, weil die meisten Leute, mit denen kommuniziert man auf 10 verschiedenen Wegen und wenn die E-Mail mal verschwindet, ruft man halt an oder so. Aber spannend ist, glaube ich, dieser Bereich in der Mitte. Ne? Also der nicht so richtig High-Stake ist, aber auch nicht so völlig banal. Ja, und dann, ne, also man weiß ja noch nicht, der AI-Act ist jetzt in Kraft getreten, aber jetzt läuft dieser ganze Prozess der Standardisierung, also was das dann in der Praxis bedeutet. Da müssen wir, glaube ich, uns noch ein bisschen gedulden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser mittlere Bereich, dass da ganz viele gesellschaftlich relevante Fragen auch entstehen, wo man dann vielleicht vom Recht aus nicht so richtig eine starke Orientierung hat, auch eine starke Handhabe, wo man dann auch eher über so andere Prinzipien der guten Praxis oder guter Unternehmensführung oder der Selbstverpflichtung oder vielleicht so in die Richtung gehen, sich überlegen sollte, wie wollen wir das jetzt eigentlich machen. Das wird wahrscheinlich eine ganze Bandbreite noch, die man noch gar nicht identifizieren kann, weil durch den Einsatz jetzt erstmal diese ganzen Fälle erstmal offensichtlich werden in dem Bereich. Da bin ich auch absolut überzeugt, dass wir da die Fälle zum Beispiel noch gar nicht wissen. Und jetzt aus Unternehmenssicht, glaube ich, kann man jetzt an vielen Stellen sagen, sowas wie Unternehmensprinzipien dahinter zu legen. Das haben wir in anderen Bereichen auch. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich keine wirkliche gesetzliche Regulierung, die bestimmten Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland verbietet. Und trotzdem tun wir bestimmte Dinge nicht als Arbeitgeber mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht, weil das
aus verschiedensten Gründen. Die Leute würden kündigen, es würde sich umsprechen, aber es ist auch die Philosophie des Unternehmens und die Überzeugung, gar nicht das so umzugehen. Und ich glaube, das müssen wir lernen, dann auf solche Systeme zu übertragen. Und das ist etwas abstrakt und sicherlich auch anders, gerade auch für Unternehmensprozesse, die halt anders bisher gestrickt waren, als jetzt in so eine Logik reinzudenken. Ja, also sowas wie ein bisschen altertümlich könnte man von den guten Sitten sprechen. Genau. Ne? Also was sind eigentlich die guten Sitten im Umgang? Und auch für solche Bereiche, wo es dann doch um mehr geht, als jetzt eine medizinische Diagnostik. Das ist ja ein Bereich, wo auch schon seit sehr langem irgendwie versucht wird, durch KI zu unterstützen und auch schon viel passiert. Und man hat auch so erste Einblicke aus der Praxis. Und da ist, glaube ich, auch eine ganz spannende Frage, wie verändert sich eigentlich die Rolle der Ärztinnen und Ärzte, die solche Decision Support Systems nutzen. Ne? Also wie beeinflusst das eigentlich ihre Autorität und Expertise? Was bedeutet das eigentlich für sie selbst? Auch so im Sinne, was heißt es, eine gute Ärztin zu sein? Ja. Also man könnte denken, klar, es geht darum, ne, man will Gutes tun, man will heilen, man will zum Wohle der Patientinnen und Patienten tätig sein. Und dazu gehören ja verschiedene Sorgfaltspflichten. Zum Beispiel, man muss den Stand des Wissens berücksichtigen. Ne? Man kann jetzt in der Diagnostik nicht sagen, ach, so haben wir es vor 20 Jahren gemacht, jetzt mache ich das immer noch so, sondern man muss sich ja an die Üblichkeiten halten, ne? Und auch an den Stand der Kunst, also auch was sozusagen Techniken der Therapie angeht. Und es ist ziemlich faszinierend, was da einige so entscheidungsunterstützende Systeme in der Diagnostik jetzt schon leisten, was sie uns sozusagen zeigen können, was wir so mit den anderen Tools, die wir haben, gar nicht sozusagen einsehen können. Und darin steckt ja auch ein wahnsinniges Potenzial. Und dann könnte es ja zum Beispiel auch der Fall sein, dass man sagt, gut, es gehört eigentlich in Zukunft. Wenn wir sagen, wir haben jetzt diese Systeme, die funktionieren zuverlässig und jetzt setzen wir die standardmäßig eigentlich ein, dann wird es Teil der epistemischen Sorgfaltspflichten von den MedizinerInnen, dass sie sozusagen sich das irgendwie aneignen und hinreichend verstehen können, was es heißt, diese Systeme sinnvoll zu benutzen. Und das ist gar nicht so klar, was das heißt. Ne? Also was für eine Art von Einsicht brauchen die eigentlich? Reicht es, wenn sie wissen, die haben eine Fehlerrate von irgendwas oder zu 95% passt es immer? Ist das alles, was wir fordern sollten? Oder müssen wir noch mehr von denen fordern, dass sie irgendwie noch sich ein anderes Verständnis aneignen? Und dann ändert sich ja die Rolle dieser Experten. Ich glaube, bin jetzt im Medizinbereich ja nicht zu Hause, aber wenn ich das so übertrage auf die anderen Bereiche, in denen ich selber unterwegs bin, dann kann man ja erstmal feststellen, dass so ein System in so einem Bereich vielleicht nicht die letzte Entscheidung trifft. Ja. So, also jetzt mal ein Beispiel, eine Bildanalyse. Das ist in der Produktion genauso. Ich habe da eine Fehleranalyse, dann treffe ich da Fehler, aber man guckt nochmal drüber und trainiert das System und dann ist das schon relativ gut. Und wenn jetzt ein mögliches Fehlerteil aussortiert wird aus dem Produktionsprozess und es stellt sich später raus, wird ja nochmal kontrolliert, das ist nicht fehlerhaft, dann wird es halt wieder eingespeist. Es gibt nicht viel, aber besser so als andersrum, dass das fehlerhafte Teil rausgeht. Und so ähnlich, glaube ich, müssen wir uns auch annähern an medizinische Fragestellungen. Also nicht losgehen, die Röntgenbilder gehen nur noch durch das KI-System und du bist schwer krank, du bist nicht schwer krank und das ist die Diagnose per Zettel vielleicht noch nach Hause in der Post, sondern es ist ja auch das Persönliche, gerade jetzt im Medizinischen, dass ein Arzt einem das ja dann auch erklärt und in den Kontext setzt und die Diagnose auch nochmal mit seiner Erfahrung zusammenbringt und der persönlichen Einschätzung. Ich glaube schon, es wird ja auch Fehler geben. Ja. Auch KI wird in dem Fall Fehler machen, weil wenn es etwas Seltenes auftritt, was eben noch nicht 100-mal oder 1.100-fach gelernt werden konnte, dann wird das entweder falsch oder nicht richtig oder gar nicht erkennen. Auch das ist ja möglich. Deswegen glaube ich, wäre ich jetzt persönlich, wenn ich jetzt Arzt wäre, erstmal dankbar für die Nutzung dieser Systeme, weil sie ja eine Anreicherung meiner Entscheidungsgrundlage bieten. Und so würde ich mich solchen Themen auch eher nähern, als zu sagen, ich werde als Arzt gar nicht mehr gebraucht. Und ich glaube, das wird das nicht kommen. Aber es verändert das Berufsbild natürlich, weil man lange mit der Diagnose beschäftigt war in der Vergangenheit. Auch jetzt noch, würde ich sagen, ist man sehr viel in der Diagnostik eigentlich unterwegs. Und ich glaube, es wäre aber von Vorteil, wenn die Ärzte auch mehr in der Behandlung dann Zeit hätten, dann tatsächlich, weil die Krankheit ist ja da oder nicht da. Und wir beschäftigen uns immer damit, ob wir sie finden oder nicht. Aber tatsächlich in der Behandlung fehlt ja dann der Punkt. Und ich glaube, das sind ja die Potenziale, die wir unbedingt erschließen müssen. Ja, klar. Also Zeit neu umverteilen zu können, hätte sicherlich auch viele Vorteile. Ne? Aber ich glaube, das ist halt etwas, wo wir noch so Best Practices irgendwie dabei sind,
oder jetzt nicht wir zwei, aber was gerade so passiert. Auch total komplex, ne? Bis man da mal was ausprobiert. Das sind halt genau jetzt ein Bereich, der natürlich nicht ganz so einfach ist. Auch zu Recht natürlich nicht so einfach, aber der Innovationsbedarf ist ja da. Also der ist ja auch dringend Bedarf. Ja, klar. Also klar, irgendwie, also momentan funktionieren diese gesellschaftlichen Systeme der Medizin halt so, dass immer noch die letzte Instanz sozusagen die Profis, die menschlichen sein müssen in der Entscheidung. Und dann ist eben halt die große Frage, ne? Was ist da jetzt eine schlaue Arbeitsteilung eigentlich? Ne? Weil wenn man irgendwie dann quasi als Ärztin sagt, ja, ich übernehme einfach das, was das System mir ausspuckt. Die Gefahr besteht natürlich, wenn man... Könnte sein, weil ja alle schon mal beim Arzt das Gefühl hat, die oder der so wirklich drüber nachgedacht, was er... Das wäre die höchste Zeitersparnis. Genau. Ne? Man könnte ja auch sagen, das wäre eigentlich die Effizienz, die wir jetzt haben sollen, weil dann setzen wir Ressourcen frei für anderes. So. Aber was bedeutet das dann eigentlich? Ne? Also wie kann man sozusagen sicherstellen, dass die Ärztinnen und Ärzte sich dann auch guten Gewissens auf diese Systeme verlassen können? Ne? Und dann wird schon wieder ein bisschen kniffliger. Und meistens derzeit ist es ja jetzt in der Praxis noch so, das berichten jedenfalls die Studien, die es dazu schon gibt, dass eigentlich die menschlichen Expertinnen, die kommen zu einer Entscheidung und dann dürfen sie gucken, was sagt das System, dann kann man halt vergleichen. Und dann scheint es so zu sein, dass viele dann ganz verschieden damit umgehen. Ne? Die spannenden Fälle sind ja, wenn es eine Abweichung gibt. Ne? Also das System sagt was anderes als the human. Und was macht man dann? Und dann gab es eine sehr spannende Studie, die haben sich so 3 verschiedene diagnostische Stationen angeschaut und so 2 Gruppen haben dann einfach das übernommen oder haben sich nicht weiter damit beschäftigt. Und eine Gruppe, das war spannend, die hat dann sozusagen diese Abweichung zum Anlass genommen, um ihre eigene Einschätzung zu hinterfragen. Und in dem Fall gab es sozusagen keine Erklärung für das, was das System vorgeschlagen hat. So, es war einfach Blackbox und jetzt hast du hier, mach was damit. Und dann haben die sozusagen, sind so gedanklich, haben das wie so ein Sparringspartner, der halt nicht spricht, benutzt. Und so, warum und was hat das System da gesehen? Und das ist ja eigentlich sozusagen im Sinne der möglichst besten Diagnose ist das ja eigentlich wünschenswert. Ne? Also so eine Art Anlass zur Selbstbefragung. So, ne? Und nochmal die eigene Entscheidung überprüfen. Wenn man jetzt sagt, das ist eigentlich Best Practice, hat man aber nicht so viel Zeitersparnis. Ne? aber ich denke, eine bessere Diagnose und eine bessere Behandlungsmöglichkeit. Und jetzt, wenn wir vielleicht auch vom medizinischen Beispiel ein bisschen wieder abkehren, kann man das ja eigentlich sehr gut verallgemeinern, weil wir sprechen ja oft, wenn wir über Ethik sprechen oder über Regulierung, sprechen wir über das technische System und auch was sind die Anforderungen dahinter. Wir vergessen ja dahinter, dass das, worauf es momentan ja stärker hinausläuft, ja kein reines technisches System ist, sondern ein Technik-Mensch-System. Das heißt, menschliche Entscheidungen an bestimmten Stellen ja noch notwendig sind und auch wahrscheinlich nicht nur notwendig sind, sondern erwünschenswert bleiben, dass wir sie da haben. Aber das hat ja auch dann Anforderungen an den Menschen. Also auch, wie du es schön erklärt hast, was müssen Ärzte tun, so gilt das ja eigentlich für alle Bereiche, die mit solchen Systemen arbeiten sollten oder werden, das ist ja fast eigentlich alles, dass man da auch versteht, das kritisch vielleicht zu hinterfragen, sich selber aber auch dabei kritisch zu hinterfragen, um dann die bestmögliche Lösung zu bekommen. Das eine ist vielleicht eine Diagnose und da sind wir beim Thema Leben oder Tod, und das andere ist vielleicht nur eine Entscheidung über einen Artikel oder irgendeinen Report. Aber auch das sind natürlich Dinge, mit denen ich umgehen muss. Ja, genau. Weil ich vermute, die meisten werden sagen, wenn einmal die KI falsch lag, die ist kein Verlass. Und dann wird das so abgehakt, dann wird man es nicht mehr richtig einsetzen. Und die anderen werden sich völlig blind drauf verlassen, weil es hat 10-mal gut funktioniert, also wird das auch das 11. und 12. Mal funktionieren. Und dann ist man praktisch schon so ein Abnickaffe, der dann nur sagt, ja, genau passt, was die KI rausgesprochen hat. Das kann es ja beides nicht sein. Genau, das kann es eigentlich beides nicht sein. Und wenn man auch so ein bisschen in die Geschichte schaut, ist es eigentlich immer wieder, also häufig wird das auch so ein bisschen versprochen, so eine Totalablösung von allem, was irgendwie erschwerlich ist oder was so Arbeiten bedeutet und irgendwie wird ganz viel freigesetzt, aber häufig in der Realität ist es doch so eine Umorganisation der Arbeitsteilung. Und so ein Dauerthema, ChatGPT, haben jetzt ja auch schon viele Erfahrungen mitgemacht, ist dafür eigentlich auch sehr sprechend, weil natürlich kann man das so benutzen, dass man sagt, produziere mir einfach den Text und dann passt das schon, gebe ich einfach ab. Aber viele, viele Anekdotenbeispiele zeigen, so einfach ist es vielleicht doch nicht, ne? wenn das irgendwie wasserdicht sein soll oder substanziell. Also ist man eigentlich
in einer neuen Pflicht, nämlich da eine Sorgfalt irgendwie draufzulegen und die Fakten zu prüfen oder im wissenschaftlichen Bereich zu gucken, haut das mit den Belegen hin oder wie auch immer. Also man muss irgendwie sich dann nochmal anders zu dem, was die Technik einem anbietet, verhalten, damit es dann als Paket so gemeinsame Kollaboration dann irgendwie was Sinnvolles wird. Ne? Aber einfach zu sagen, ich drücke jetzt nur auf den Knopf und damit ist erledigt, so funktioniert es dann in der Praxis nicht. Ja. Jetzt sind wir beides Hochschullehrende. Das heißt, wir werden ja auch konfrontiert wahrscheinlich von Studierenden, die das, also bei mir setzt das mittlerweile jeder Studierende ein. Wir haben natürlich auch bei uns dann zu Recht Dinge geändert, auch was so Übungsaufgaben angeht, und dann natürlich dann auch reflektiert. Wahrscheinlich waren die vorher einfach auch nicht gut genug, aber ChatGPT hat uns jetzt einfach gezeigt, das war einfach der falsche Ansatz. Vielleicht auch, da muss man auch selbstkritisch sein. Auf der anderen Seite gibt es schon auch viele Studierende, die es einfach stumpf die Fragen reinhauen. Das ist bei uns jetzt vielleicht sogar ein weniger Problem, weil bei uns werden keine großen artigen Aufsätze geschrieben. Ich denke, in deinem Bereich könnte das schon eher der Fall sein. Und das könnte schon mühselig werden, dann das Ganze rauszufiltern, rauszusuchen. Wie gehst du damit um? Oder ist dir schon mal sind dir solche Fälle begegnet dann tatsächlich, dass du sagst, ey, jetzt ist ja ein bisschen auch zu viel ChatGPT eingesetzt worden? Ja, ich hatte jetzt selbst noch gar nicht so den Eindruck, ich weiß nicht, also... vielleicht ist die KI schon gut genug. Entweder ist die KI, ich hatte tatsächlich neulich so eine gute Arbeit, dass ich dachte, oh Gott, ist die wirklich echt so? Aber dann konnte ich sozusagen rauskriegen und das bestätigen. Ja. Aber ja klar, man weiß es nicht so richtig. Ne? Also obwohl ich so ein bisschen den Eindruck habe, klar, wenn es um so wissenschaftliches Arbeiten geht und die Belege und auch gerade so eine typische philosophische Arbeit, man bezieht sich viel auf klassische Texte. Das ist alles sehr kanonisch und das ist irgendwie bekannt und das heißt, es fällt sehr schnell auf, wenn dann irgendwie gesagt wird, dies und jenes steht da und da und das ist aber Blödsinn, das ist irgendwie das falsche Werk oder falsche Jahreszahl oder falscher Autor oder irgendwie so. Also von daher bin ich da aber das ist ja nicht ganz so voller Sorge, dass man das sozusagen nicht mitkriegen kann. Und wenn jemand das so gut hinkriegt, dass die Belege sozusagen auch stimmen, dann ist es ja auch wieder eine Auseinandersetzung mit dem Text. Ne? Also dann steckt da auch wieder irgendwie eine Eigenleistung. Ich bin da immer so kritisch, weil ich glaube, es ist eigentlich bei so einem jungen System, über das wir jetzt zum Teil sprechen, was jetzt keine 2 Jahre alt ist auf dem Markt, dass das nur eine Frage der Zeit sein wird. Das muss ja auch nicht ChatGPT sein. Klar, das ist auch andere Lösungen, die gerade auch diese wissenschaftliche Verlinkung eigentlich schon ganz gut hinbekommen. Und dann stellt sich die Frage, wenn jetzt die KI das löst. Worum besteht das wissenschaftliche Arbeiten? Genau, also die Frage muss man sich ja tatsächlich dann stellen, weil tatsächlich das, was man als wissenschaftliches Arbeiten, diese Nachweise, die Verlinkungen, die Wissensarbeit dahinter, da glaube ich schon daran, dass diese Systeme dafür prinzipiell schon in die Richtung laufen werden, dass sie das gut gelöst bekommen. Klar, vermutlich werden die Treffer irgendwann so zuverlässig, dass man dann sozusagen auf der Oberfläche keinen Unterschied mehr sieht. Ne? Aber das, was wir ja eigentlich wollen, ne? was die Studis sich üben sollen, ist ja kritisches Denken. Absolut. Und der Text ist eigentlich nur die Demonstration oder der Nachweis davon. Ne? Und eigentlich das Substanzielle steht ja, ist der ganze Prozess dahinter. Und ich meine, eine einfache Strategie ist halt, mehr mündliche Prüfungen zu machen oder mehr handschriftliche. Also vielleicht haben wir auch ein Revival der Handschrift als Prüfungsform. Oder irgendwie auch anders, weil im Prinzip glaube ich schon, dass wir auch, man sieht das jetzt ja auch schon in der Abiturprüfung, wurde das ja schon durchgespielt. Und ich glaube auch, dass man es irgendwann jetzt im Studium macht, dass man an die KI sämtliche Studienaufgaben ist einfach für einen Bachelor und dann für einen Master gibt und die wird die lösen ab Tag 1 und dann ist im Prinzip der Nachweis erbracht. So, aber es geht ja nur um den Nachweis. Da hat keiner das Studium absolviert und es geht ja wirklich um das Doing und das ist ja auch ein Prozess, wenn man in 5 Wochen oder in kürzester Zeit ein komplexes Studium lernen würde, das kann der Mensch gar nicht so verarbeiten, auch von der Materie. Und ich glaube, das ist etwas, was man auch noch hinterfragen muss und auch gerade vielleicht deswegen hatte ich das ja so eingeleitet, an die Verantwortung der Menschen und dann in dem Fall der Studierenden. Also wenn ihr das wirklich, ihr müsst das ja nicht studieren, aber studieren heißt ja nicht die Noten, sondern studieren heißt ja, das Thema an euch nimmt, dass ihr das Thema versteht und dass ihr auch das Thema kritisch hinterfragen könnt. Und wenn alles daraus besteht, im Ethikstudium ChatGPT zu fragen und zu lösen, dann kann ich es ja auch, jetzt bin ich morgen auch
habe ich auch einen Master in Ethik. Ethik. Hat man sich eigentlich nicht transformiert. Ne? Eigentlich ist das Studium ja auch so eine Transformation, so als Bildungsweg irgendwie. Ja. Und klar, stimme ich dazu. Also, aber ich glaube auch, dass jetzt haben wir einfach dieses neue technische Potenzial und wir wissen eigentlich noch nicht so richtig, was das jetzt für die Frage bedeutet, was heißt es, gut zu studieren. Ja. Ne, weil ohne dieses Tool war es irgendwie, also für viele gerade in so Fächern wie der Philosophie, was viel Textarbeit ist bei vielen so, bei mir auch. Ich denke eigentlich, indem ich schreibe und so rumteste und ich schreibe eigentlich die ganze Zeit nur so irgendwie eigene Gedanken, die halt da stehen und dann bastel ich immer wieder und irgendwann, meistens auch durch äußere Zwänge, weil man irgendwas abgeben muss, sagt man, okay, jetzt ist fertig. Ja. So. Aber eigentlich ist der ganze Prozess so ein ständiges Umschreiben. Ja. Und also für mich, wenn ich jetzt irgendwie das alles auslager, dann denke ich gar nicht, ne? Aber ich meine, es soll Leute geben, die das anders organisieren, die so ganz viel vordenken oder auf Zetteln denken oder weiß ich nicht, in anderen irgendwas. Die werfen das alles da rein. Und dann haben sie irgendwie so eine Promptkasten, ja, nicht mehr ein Zettelkasten, sondern ein Promptkasten, keine Ahnung. Und dann kommt was raus, aber ich glaube, dass, also was dieses Zusammenspiel auch genau bedeutet, ne? Also was steckt da eigentlich eine Leistung da drin und was für einen Anteil hat die? Ist das jetzt irgendwie auch eine gute Leistung? Ich glaube, da sind wir irgendwie noch ziemlich am Anfang, um das für auch so Bildungssysteme irgendwie uns darauf einen Reim zu machen. Wie gehen wir damit jetzt um? Ja. Wird wahrscheinlich eine spannende Frage dann auch sein des Lernens. Also wie lerne ich, also wie bilde ich mich tatsächlich weiter? Gibt es ja auch verschiedene Arten der Lernformen, die man reinbekommt, weil das reine Auswendiglernen hat ja, muss man ehrlicherweise sagen, jetzt so einfach keine große Bedeutung mehr zum Ergebnis her, aber es geht ja darum trotzdem, dass man sich weiterbildet. Wir haben das ja in der Arbeitswelt schon mal durchlaufen mit der körperlichen Arbeit. Also die körperliche Arbeit haben wir ja schon stark reduziert, wenn wir jetzt in den letzten 100 Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Und die Folge daraus, wir laufen ins Fitnessstudio, weil ist ja so, ne? Und ich habe mir mal das Gedankenspiel gemacht, wahrscheinlich wird es auch Fitnessstudios fürs Gehirn noch stärker. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt alle nur so Doku spielen. Aber der Gedanke ist ja irgendwo da, weil an bestimmten Sachen werden wir entlastet, was ja fürs Gehirn vielleicht gar nicht so gut ist, ne? Muss man ehrlicherweise auch sagen. Also es sind ja alles Fragestellungen, da stehen wir am Anfang, aber einfach diesen Blick darauf, dass wir den Blick auf den Menschen haben müssen und auch jeder für sich selber in der Verantwortung. Und umso wichtiger, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch diese Dinge auszuprobieren. Also wie viele Leute haben eben noch nicht ChatGPT ausprobiert oder eben noch nichts damit gemacht oder nichts Sinnvolles mal damit versucht, dann wird es natürlich schwierig, sich da auch auf die Zukunft richtig einzustellen. Ne? Ja klar, irgendwie, man kann sich dem ja auch nicht verschließen. Ich glaube, man muss auch so ein bisschen rumspielen, um so ein Gespür dafür zu kriegen, was passiert da, wie funktioniert das und was habe ich dann eigentlich vor mir, was kann ich damit tun oder auch nicht. Vielleicht manche Dinge passen ja auch nicht. Ne? Also auch vor allem dieser Stil ist ja auch sehr beeindruckend. Ne? Das könnte ja auch, weiß nicht, wenn man so überlegt, was haben wir so für verschiedene Textsorten, irgendwie sowas wie so ein persönlicher Brief. Passt es vielleicht gar nicht so gut, diesen Stil so vorgehen zu lassen, weil dann nicht so sehr die Person sich darin ausdrückt. Ne? Vielleicht dann auch einfach weniger wert. Ne? Und man merkt das die Handwerkskunst an vielen Stellen ja zurückgekommen ist durch Individualität und durch Persönliches und das sind sicherlich Dinge, die aber nicht für die Masse der Themen natürlich gilt. Ne? Das muss man ganz klar sagen, die aber wichtig sind. Ich habe ein Beispiel, was ich immer bringe, auch was, glaube ich, eine ethische Frage ist. Vielleicht kennst du das auch. Ja, wir sind ein bisschen abgedriftet von der Ethik. Aber in den USA gibt es ja schon das Phänomen des sogenannten Overemployments. Das heißt, durch die extrem hohe Produktivität, die die Mitarbeiter bekommen in einem Job, schaffen die ihren täglichen Job tatsächlich in der Hälfte der Zeit und suchen sich noch einen zweiten Job. Beim zweiten Arbeitgeber natürlich für ein zweites Gehalt. Das als Overemployment dort Silicon Valley wohl, weil die Leute alle virtuell arbeiten, es fällt das nicht auf, die nehmen dann die virtuellen Konferenzen auf, schreiben sich die automatisiert die Protokolle und sind beim nächsten Mal komplett auf der Höhe der Sache. Wenn man so viele Meetings macht wie ich, kann ich mir das sogar vorstellen, dass das gut funktioniert. An der einen oder anderen Stelle sind die Meetings länger als das, was der Content am Ende des Tages dann notwendig ist. Aber eigentlich ist schon wichtig, dass man dabei ist. Und die ziehen das so durch, aber auch in der Generierung von ihren Arbeitsergebnissen sind die dadurch einfach wirklich doppelt so schnell. Ja, das ist natürlich auch eine Fragestellung. Wo läuft denn das eigentlich hin, wenn die Produktivität des Einzelnen zwar steigt, aber man es nur zum privaten oder zum persönlichen Vorteil nutzt, weil eigentlich ist das ja auch etwas, was man ja organisatorisch, könnte ja natürlich auch zum Chef gehen und sagen, ich kann doppelt so viel arbeiten.
Macht bloß keiner, ne? Ja. Es sei denn, der Chef kennt sich aus oder die Chefin und weiß, meine Leute können, wie ich schaffe, diesen Prozess umzuorganisieren durch KI und dadurch ist er natürlich effizienter und dementsprechend verändert sich das Profil. Das ist halt die Frage, wer ist dann, also wie gestaltet man das? Ne? Ja, das Beispiel ist eigentlich ganz schön, um vielleicht drüber nachzudenken, also in was für größeren Zusammenhängen stehen so Überlegungen, die dann erstmal so im Kleinen, so in der Kollaboration oder wie verändert sich jetzt die einzelne Tätigkeit. Das ist ja alles Teil von größeren ökonomischen, politischen Systemen und ich glaube, sowas wäre insgesamt sehr spannend. So viele Fragen, die man so KI-bezogen führt, ne? Substitution von Arbeitsplätzen, Transformation von Expertise oder Rollen oder auch diese Verantwortungsfragen, dass man die vielleicht auch noch mal stärker verbindet mit so Diskussionen über, wie soll eigentlich die Arbeitswelt von morgen aussehen? Es gibt ja zum Beispiel so eine Debatte um die Viertageswoche ist hier bei uns. Ne? Irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ne? Also dazu kann man verschiedene Meinungen haben und sowas und wie ist das sinnvoll oder auch nicht. Aber ich glaube, sowas wäre interessant, das mal so zusammenzuschließen, weil bisher ist mir das noch so ein bisschen zu getrennt voneinander. Ne? Und letztlich ist ja alles, überall wo wir KI einsetzen, ist schon immer Gesellschaft drumherum. Das ist immer sozusagen ein Teil von der Gesellschaft und wie diese größeren Systeme organisiert sind. Und absolut. Vielleicht tun sich da dann auch ganz neue Horizonte auf. Hm? Definitiv. Also, ja, super. Vielen Dank für das Gespräch. Einmal so im Kurzdurchlauf über viele Themen einfach durchgekommen, die natürlich wahnsinnig komplex sind. Und da sind wir sicherlich nicht mit einer Folge vollends alles beleuchten können. Aber ich glaube, wir haben uns einmal spannend auch ein paar Einblicke bekommen, womit beschäftigt sich eigentlich eine Ethikforscherin in dem Kontext von KI und welche Fragestellungen alles noch vor uns stehen. Das ist noch eine ganze Menge und das ist ja auch vielleicht auch tatsächlich, nur das ist anfangs gesagt, wir sind in einer spannenden Zeit und das glaube ich auch und das ist eigentlich schön, dass wir die gestalten können und jetzt müssen wir es bloß auch tun. Genau, also vieles ist ja auch noch sehr experimentell und auch das wäre vielleicht was, ich glaube, da könnte man auch ein bisschen das Bewusstsein für schärfen. Wir sind eigentlich an so vielen Stellen so auch gesamtgesellschaftlich in so einer Situation des Realexperiments. Ja. Und wir müssen erst sozusagen herausfinden, was machen wir jetzt mit den neuen Möglichkeiten, wo sind sie sinnvoll, wo vielleicht auch nicht, wo brauchen wir harte Regeln, wo eher weiche, wo vielleicht auch gar keine, was können wir so laufen lassen. Und ja, ich glaube, dafür so ein allgemeineres Bewusstsein und vielleicht auch die Spielregeln dafür, dass man auch ausprobieren kann. Ne? Ja. Ausprobieren bedeutet ja auch, wir machen es dann vielleicht doch anders. Ja, genau. Das fände ich eigentlich ganz schön. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist auch ein passendes Schlusswort. Wir befinden uns in einem KI-Reallabor, alle zusammen, nicht nur auf der Arbeitswelt, sondern auch im Privaten. Wir sollen die Dinge ausprobieren, um zu verstehen, was geht und was sollten wir vielleicht auch lieber lassen und wofür müssen wir auch die Verantwortung am Ende des Tages dann auch tragen. Dankeschön.